Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute möchte ich euch mal ein wenig was zeigen, vielleicht für die Neuen unter euch, die noch nicht so lange bei Shakes and Fidget dabei sind, was es alles so in der Vergangenheit für krasse Sachen gegeben hatte. Und eine davon war damals der goldene Mushroom gewesen. Der goldene Mushroom wurde zu einer Zeit verlost, wo ich auch schon aktiv gespielt hatte, aber noch keinen großen YouTube-Content, glaube ich, gemacht habe. Beziehungsweise hatte ich da gerade mit meinen allerersten Videos angefangen. Das war, glaube ich, so 2017, 2018 so rum, wo ich dann so aktiv mit Shakes and Fidget Videos angefangen hatte. Ja, mein erstes Video hatte ich ja 2014 hochgeladen. Dann war 15, 16, bis 17 hin eine Phase, wo ich viele andere Spiele auch gespielt hatte. Ne? Mein YouTube-Kanal hat sich ja eigentlich mit Variety hauptsächlich beschäftigt, bis ich halt irgendwann mit Shakes and Fidget so meine ersten Zuschauer dann bekommen hatte und das dann ganz cool war und dann dementsprechend auch bis heute dabei geblieben bin. So war das 2018, glaube ich, gewesen, als der Mushroom verlost worden ist, und dort habe ich mal einen alten Beitrag dazu rausgesucht, der das Ganze hier nochmal von damals so zusammenfasst, was das eigentlich für ein krasser Shit gewesen ist, ja. Am 26. Juni 2017. Also das war so wirklich die Zeit, wo ich so langsam angefangen hatte, ja, so aktiver SF-Content so zu machen. Shakes and Fidget, The Golden Mushroom im Wert von über 25.000 € gewinnen. Also wenn das mal kein Giveaway ist, das ist schon wirklich krass, was damals so rausgehauen worden ist. Wirklich verrückt. Kann man sich heutzutage irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja. Das Multiplattform-MMO Shakes and Fidget wird 8 Jahre alt. Damals 8. Ja, wir haben jetzt letzten Monat gerade den 17. Geburtstag gefeiert. Zur Feier des Jubiläums veranstaltet Entwickler Playa Games ein Gewinnspiel. Also es war der 8. Geburtstag, es war nicht mal der 10. Ja, es war nicht mal so ein besonders krasses Datum, ja, oder Geburtstag. Zum 10-jährigen Jubiläum gab es ja die Collectors Edition, die kennt ja vielleicht der ein oder andere von euch. Die war ja auch begrenzt auf 500 Stück und ist so auch nicht mehr erhältlich. Das kam zum 10-jährigen. Genau. Das es in sich hat. Als Hauptpreis winkt der goldene Mushroom, eine einzigartige Statue im charakteristischen Shakes and Fidget Design. Die Figur besteht aus echtem Gold und allein der Materialwert beträgt über 25.000 €. Zeitgleich öffnet der neue Speed-Server seine Tore, auf dem RPG-Fan ihre Kräfte unter besonderen Bedingungen messen können. Das war, glaube ich, der erste oder der zweite. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das war der erste. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war halt, wie gesagt, zu der Zeit habe ich SF selbst noch nicht so aktiv verfolgt. Ich habe es halt privat gespielt. Ich spiele ja seit 2014, aber ich habe nie wirklich so die Community oder die Beiträge oder sowas verfolgt. Wie gesagt, das ging dann erst so mit 2017, 18 los. Aus dem Spiel in die Realität. Den Helden von Shakes and Fidget sind Mushrooms wohl bekannt. Im Spiel lassen sich die digitalen Items gegen Reittiere oder epische Gegenstände eintauschen. Zum 8. Jubiläum des MMORPGs haben nun alle Spieler zusätzlich die Möglichkeit, einen realen Pilz aus echtem Gold zu gewinnen. In Zusammenarbeit mit Shakes and Fidget Zeichner Marvin Clifford hat Entwickler Playa Games den Golden Mushroom designt. Die Figur im typischen Comic-Look besteht aus 14 Karat Gold und wurde von einem Goldschmied als Einzelanfertigung gegossen. Das Gewinnspiel startet am 23. Juni und läuft 30 Tage lang. Alle registrierten Spieler können über eine In-Game-Nachricht an der Verlosung teilnehmen. Neben den Hauptpreis warten insgesamt 25.000 In-Game-Pilze auf den glücklichen Gewinner. Also es gibt nicht nur einen Mushroom im Wert von 25.000 €, sondern auch 25.000 Pilze, die in-game verschickt worden sind. Ja, also, und du konntest einfach per Ingame-Nachricht dran teilnehmen. Das ist so verrückt. Das ist so crazy, ne? Und ja, hier ist das Bild. Das hat vielleicht schon mal der ein oder andere gesehen. Und es sieht wirklich verdammt sexy aus, muss ich sagen. Das ist etwas, was ich gerne bei mir hier hinten auch im Regal zu stehen haben
würde. So. Das würde ich auch nicht verkaufen. Das ist etwas, auch wenn das 25.000 Euro wert ist, was eine Menge Geld ist, was wirklich eine Menge Geld ist, so, wäre das, glaube ich, etwas, was ich niemals verkaufen würde. Guckt euch alleine mal die Box an. Ja, mit Shakes and Fidget hier so drauf. Dann hast du hier diesen Mushroom in der Mitte. Der sieht auch so cool aus. Ja, ich weiß nicht, kann ich hier noch ranzoomen irgendwie? Naja, ich kann es nicht wirklich größer machen. Ja. Aber ich kann es vielleicht nochmal, kleinen Moment, ich werde das mir raus saugen, das Bild. Und dann kann man hier, glaube ich, ranzoomen, ne? Ja, okay. So, guck mal hier, wie der da die Arme hinterm Rücken verschränkt hat. Ja, mit so einem, ich weiß nicht, mit so einem Zahn oder was das ist hier. Einfach die Arme verschränkt, Beine auseinander. Und wow, also auch so in diesen Holzkasten hier, ne? Wirklich so krass fein, hochwertig angefertigt, das Ganze. Also Golden Mushroom. Ich habe noch nie gelesen, was hier drauf steht, ne? 8. Es könnte sein, dass hier eine 8 ist. Für 8 Years of Shakes and Fidget, eventuell. Vielleicht steht da sowas. Ja, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass da sowas in der Art steht, ja. Ah, das sieht so nice aus. Auch so cool Design mit den Lamellen hier unter so, ne? Dann hast du hier so dieses Frost-Design, sag ich mal so. Frosted Gold, sag ich mal. Ne? Also hier hast du ja dieses Hochglanzgold und das ist so frosted irgendwie. Ich glaube, so heißt das, glaube ich. Wenn das so ein bisschen, ja, nicht matt ist, sondern, ne? So dann aussieht. Also das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Ja. Und das Ding ist 25.000 Euro wert und wurde damals einfach an irgendeinen Random, der eine Ingame-Nachricht geschrieben hatte, verlost. Das ist so verrückt, ne? Das ist so verrückt. Das Ding hätte ich wirklich gern. Es ist, soweit ich weiß, nicht bekannt, wer im Besitz von diesem Pilz ist. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Privatperson wäre, dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht verraten. So. Aber das Ding hier, ne, zu besitzen, ist wirklich krass. Also, falls jemand da draußen ist, falls du jetzt gerade da draußen bist und du bist im Besitz von diesem Schmuckstück hier, lass es mich irgendwie wissen. Ja, kontaktiere mich. Ich will's haben, aber ich will's nicht haben, aber es wäre mal nice, davon irgendwie mal ein Foto zu sehen oder das Ganze mal vielleicht auch in Real Life zu sehen. So, ich würde auch vorbeikommen, ich würde dich besuchen, ja. Natürlich friedlich, ja, ohne Baseballschläger, ja, ja, aber das ist schon wirklich sehr, sehr krass, ja. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Schneller, höher, weiter. Nachdem erst vor wenigen Wochen das neue Achievement-System online gegangen ist, bringt der neue Speed-Server von Shakes and Fidget schon die nächste Herausforderung. Ab dem 23. Juni können die Spieler 30 Tage lang ihre Kräfte unter verschärften Bedingungen messen. Denn die Zeit verstreicht hier in doppelter Geschwindigkeit. Dadurch können alle Aktionen häufiger und mit verringerter Wartezeit absolviert werden. Unter anderem verringert sich die Bauzeit der Festung um die Hälfte, gleichzeitig erhöht die erspielte Erfahrungspunkte und das gesammelte Gold um das 6-fache. Nach Ablauf des Aktionszeitraums wird der Speed-Server wieder geschlossen. Die besten 30 Einzelspieler und die 30 erfolgreichsten Gilden werden auf der Startseite von Shakes and Fidget verewigt. Da wurden damals, also es gab damals so eine Shakes and Fidget Homepage sozusagen und da waren dann halt eben die Gilden und Spieler dann auch drin. Da war, glaube ich, auch Paul Terra mit seiner Gilde irgendwie drin. Kann ich mich noch irgendwie grob dran erinnern. Das war so die Zeit, wo ich dann auch Paul Terra das erste Mal kennengelernt habe, beziehungsweise das war noch vor der Zeit, als ich damals Paul Terra kennengelernt hatte. Das kam dann erst danach dann und ja, das ist auf jeden Fall etwas sehr Heftiges und ja, ich glaube, viele neue Spieler haben das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es damals sowas gegeben hatte. Hat es, ja. Und ich bin gespannt, was sie sich einfallen lassen zum 20-jährigen Bestehen von Shakes and Fidget. Weil nächstes Jahr, 2027, wird das Game ja 18 Jahre alt, also dann volljährig. Das wird auch schon krass, ne? Danach dann 19 und dann 20. Und das will ich auf jeden Fall noch gerne irgendwie miterleben.
dass Shakespeare Fidget 20 Jahre alt wird. Weil das ist wirklich heftig. Das ist, muss man sich mal überlegen, das ist ein heftiges Alter für ein Browser-Game. Und generell überhaupt in der Gaming-Industrie 20 Jahre zu überleben, ist wirklich schon krass. Also ist schon heftig. Und ich bin gespannt, was sich Shakes Fidget dort einfallen lassen wird für. Das möchte ich auf jeden Fall noch mitkriegen. Den 20. von SF. Ja, da will ich auf jeden Fall noch am Start sein und den 20. feiern. Mal gucken, was es wird. Aber ja, das wollte ich euch mal zeigen. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der im Besitz ist, aber ich glaube, der das gewonnen hat, war wirklich anonym und hat sich nie bekannt gegeben. So. Weil das ja auch wirklich eine Verlosung war, die nicht irgendwo online gewesen ist oder auf Facebook, Instagram oder im Forum oder YouTube oder Discord, gab es ja damals noch nicht, sondern wirklich per Ingame-Nachricht. Also das ist wirklich schon heftig, ne? Ja, ansonsten, ja, war es das soweit von mir. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. So ein bisschen kleiner Talk so aus der Vergangenheit. Ist auch, denke ich mal, ganz nice. Und bis dahin, ja, wir hören uns über einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.